Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir sind immer noch auf dem Caravansalon in Düsseldorf unterwegs. Und natürlich müssen wir uns auch mal hier den China-Kracher angucken. Das Schlachtschiff aus Carbon. Ja, absolut. Die 2 Familienhäuser, die man sich sonst wo kaufen könnte, auf 4 Rädern. Oder wie viel hat das Ding überhaupt? Ja, 6 Räder oder so. Doppelbereifung hinten auf jeden Fall. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn, was hier hingestellt wurde. Allerdings natürlich auch zu einem Preis, wo man nicht nur mit den Ohren schlackern kann. Also die muss man mehr als festhalten. Oder abnehmen gleich. Ja, das ist schon ordentlich. Aber wir gucken uns den trotzdem mal von innen an. Ihr wisst ja, wir lieben es, autark mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Und auch dieses Wohnmobil ist dafür konzipiert, autark unterwegs sein zu können. Hier ist so viel Strom an Bord, hier ist so viel Solar auf dem Dach. Das Auto hat einen 310 Liter Wassertank. Theoretisch kann man sehr lange mit autark unterwegs sein. Was uns die ganze Zeit immer begrenzt hat, ist das Thema Müll. Es fällt in so einem Auto natürlich mit einer gewissen Zeit viel Müll an. Ich als Ingenieur würde jetzt sagen, ich würde so eine kleine Müllverpressungsanlage am liebsten da reinbauen. Ja, aber bei einem Auto jetzt hier von einer halben Million, da ist genau dieser kleine Mülleimer verbaut. So, einmal Schuhe ausziehen. Wir gehen einmal in das China Carbon-Fahrzeug. Übrigens Carbon, ne? Ich weiß gar nicht, wie nachhaltig das ist. Das kannst du, glaube ich, gar nicht recyceln, ne? Was ist eigentlich der Vorteil von Carbon? Also warum sollte ich mir ein Fahrzeug in Carbon holen? Ja, das frage ich mich auch. Also in der Gewichtsklasse ist das eine berechtigte Frage, glaube ich, weil du sparst mit Carbon 300 Kilo. Bei diesem Modell. Genau, und ich weiß gar nicht, du bist ja hier eh schon ich weiß gar nicht, was das Ding wiegt, aber jetzt irgendwie Gucken wir gleich mal. 6, 7 Tonnen oder so hast du ja eh drauf. Was bringt da 300 Kilo? So, was nee, haben wir denn hier? aber nach wie vor finde ich halt Nachhaltigkeit ja einen Aspekt, der ist ja nicht unwichtig. Wenn du hier mal einen Unfall hast, eine Schramme, eine Beule hast, Carbon musst du ja aufwendig dann wieder reparieren. Und vor allen Dingen, wenn du das irgendwann mal wieder aus der Welt schaffen willst, Carbon ist nicht so einfach, ne? Ich dachte, das Wohnmobil ist für die Ewigkeit. Das würde man hoffen. Und ich glaube, wenn du einen Preis von fast einer halben Million ausgibst, möchte ich das meinen Kindern dann und musst du das Enkeln genauso und Urenkel ja. bitte weitervererben Ja, genau, können, dann musst du mindestens. das wie ein Haus vererben. Das ist halt so. Okay, krass. Genau. Ja, hier haben wir halt ein Auto, das auch wieder Auszüge hat, also Slide-Outs. Ja, krass. Und natürlich sieht man das im Raum, gar keine Guck mal Frage. das Raumgefühl Es an ist hier. ein cooles Raumgefühl. Wahnsinn. Ne? Das sieht man auch schon in so manch anderen Videos. Ich als kleiner Schreiner, Tischler will natürlich immer mal gucken, wie sehen die Beschläge aus, wie hochwertig ist das verarbeitet. Ja. Also für so viel Geld ist das natürlich ein Punkt, den man betonen müsste. Und guck mal hier, der Klappenhalter funktioniert nicht mehr. Ich weiß, es ist Messe, hier laufen auch eine Menge Leute durch, hier fummeln auch eine Menge Leute dran Ja, rum. absolut. Aber für eine halbe Mille, da muss das alles ordentlich sein. Und ja, gut, ich würde es mir nicht kaufen, sagen wir es mal so, ne? Ehrlich? Ja. Okay. Guck mal, auch hier hinten, Schublade, ja, das sind so Details. Okay. Auch hier so die Details der Kanten, also das, ja, ist, weiß ich nicht. Also klar, das sieht jetzt, wenn es ein deutsches Unternehmen bauen würde, als wenn es ein Tischler machen würde, hätte sie ja definitiv eine andere Kantenlösung. Hier ist das Laminat Du siehst auch genau. bisschen hier ist die- wellig. Ja, genau. Man Hier spürt ist, es auch. Ja, Ne? absolut. Hier ist das Laminat halt auf die Platte nach den Kanten aufgebracht worden. In der Regel würdest du halt erstmal das Laminat aufbringen, dann die Kante, dann abfräsen. Okay. Das ist hier genau andersrum. Da spricht der Tischler in ja, das dir, ist, ne? ach so, ich habe es jetzt gar nicht richtig gefilmt, glaube ich. Es war gar nicht richtig drauf, oder? Doch. Also, ne, das ist so ein bisschen Nerdy Talk, aber klar, als Tischler guckt man natürlich auch anders auf solche Möbel drauf. Mit Geschirrspüler. Ich weiß nicht, wie viel Strom hier an Bord ist, zur Verfügung steht. Wie viel Watt, aber hast einen Geschirrspüler dabei. Von Siemens sogar. Mhm. Ja, nicht schlecht. Wie gefällt dir das Raumgefühl grundsätzlich? Mein Raumgefühl ist hier sehr gut. Man hat hier echt viel Platz. Ne? Wenn man hier mit 3, 4 Personen irgendwie unterwegs ist, dann geht man sich, glaube ich, nicht so auf den Keks und muss sich aneinander vorbei schieben.
Also das ist schon ziemlich beeindruckend, Ja. was in so einem Auto Aber es sind so ein paar Details dabei, die hätte ich jetzt auf der Messe nicht so unbedingt erwartet bei einem Auto in der Preisklasse. Ne? Also, Aber wir können ja noch mal gucken, was sonst noch an Ausstattung ist. Das würde mich mal interessieren. Du bist jetzt hier hinten bei der Dusche. das finde ich genial. Finde ich cool, dass es getrennt ist. Aber klar, bei einem Auto in der Größe macht das auch Sinn. Okay, wie geht das? Ach, das ist so ein, ich will es jetzt nicht machen, aber das ist so ein Schiebemechanismus. Ja. Das klappt dann hier rüber. Weil wenn du drinnen stehst, kannst du diese breite Tür natürlich nicht hier an dir vorbeischieben. Du hast hier aber eine Glastür. Mit Milchglas finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Ich würde lieber blickdicht haben. Aber gut, Geschmackssache. Aber weißt du, was ich richtig gut finde? Das Bad. Dusche und Klo sind getrennt. Aber warte mal, kannst du hier auch eine raumtrennende Tür draus machen? Ja, Jawohl. kannst du. Ja, das ist cool. Mega. Okay. Und zwar eine richtige Tür, nicht nur so ein Vorhang, ne? Ja, Das ist das gut. macht Sinn. Genau, dann kann der eine nämlich abends hier noch weiterhin Fernsehen gucken oder arbeiten und der andere kann schon schlafen. Absolut. Das ist ziemlich. Willst du mal hier ziemlich gut. durchkommen? Ich komme mal einfach mit rein. Genau, ich stelle mich mal in die Dusche. Sonst machen wir mal zu, verstecken uns hier so ein bisschen. Ja, absolut. Und dann hast du hier schon wieder so ein japanisches Klo. Mega gut. Setz dich mal drauf. Fängt es Panasonic. wirklich an zu spülen? Ist es angeschlossen? Nein. Setz dich mal drauf. Ohne? Da ist nichts angeschlossen. Okay, passiert nichts. Hätte ich gedacht. Nee. Ich dachte, die fangen dann nämlich an vorzuspülen und schon mal den Ja, Klorand genau. aufzuheizen. Genau. Aber du hast hier richtig, ich weiß nicht, ob die das extra, man kann es nicht gut aufmachen. Aber hier ist ein Spiegelschrank. Kannst du dir gleich mal zeigen. So, ich traue mich. Ich hab sie mich traut nicht sich nicht, aber ich habe mal die Tür zugemacht. Das sieht ordentlich aus. Also das ist geil. Okay, das ist ein ordentlicher Beschlag. Aber du hast hier schön Schattenspiel, ne? Da hinten die Lampe und Ja. dann hast du hier, wenn da jemand duscht. Ja, aber der gefällt mir schon wieder. Das sieht gut aus. Praktisches Ja. Gimmick, raumsparend. Also das ist nicht schlecht. Guck noch mal hier rein. Echt viel Platz, Spiegelschrank, eigenes Fenster, oben noch mal Entlüftung und du hast ja auch wieder diese Haken zum Sachen aufhängen. Ja, das sind die Details, die ich bei vielen Fahrzeugen vermisse. Ja. Allerdings hier ist jetzt natürlich wieder fragwürdig. Ich brauche das ja eigentlich, um nasse Klamotten auch in der Dusche mal aufzuhängen. Ich glaub, und ich die- habe hier unter Teppichboden. Ja, aber ich weiß nicht, ob der dauerhaft hier drin ist. Ach, du meinst, das ist jetzt nur für die Messe Ich reingelegt? glaube ja, weil, guck mal hier, Wenn es nicht so da wäre, ist wäre ein es... Holzfußboden. Ah ja, okay. Eigentlich ein Holzfußboden. Okay. Und dann könntest du das Ja, aber, das macht Sinn natürlich. würdest du den wahrscheinlich nicht drin Ja, lassen, okay. ne? Wahrscheinlich ja. Ein PVC oder Ja. so. Ja. Das ist ja mal eine anständige Größe hier. Genau. Was ganz genial ist, ist natürlich, dass hier an den Seiten nochmal Ausströmer für die Heizung sind. Also die wird hier, Oder zum Kühlen, ne? oder zum Kühlen, genau, das ist wohl mit der Klimaanlage angeschlossen. Guck mal, hier ist noch irgend so ein eingearbeitetes Bedienpanel. Das ist von der Klimaanlage, Ah, genau. super. Da siehst du dann anschließend auch die Da Temperatur. ist, genau, du kannst auch da Da ist ist auch nochmal der eine extra Auslass. Klimaanlage, Ja, damit es hier schön kühl hast. genau. Hier nochmal ein... Ja, ich weiß aber nicht, warum die immer diesen Maxwell einbauen müssen. Gibt es da nichts Besseres? Ja, das wundert mich auch, weil... Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber vorne hast du so ein fiependes Geräusch. Aber hier hinten ist gemütlich. Gut, das Dekor gefällt mir jetzt nicht so. Ja, vorne das, Aber- wie gesagt, mit den Maxvan, wir fanden den nicht so geil, weil bei uns war das Ding tierisch laut. Du dämmst das Dach wundervoll und dann hast du da so ein Plastik Maxvan und du hörst nicht nur Windgeräusche, sondern der Regen ballert da auch drauf. Es ist richtig laut. Und vor allen Dingen, was mich auch immer genervt hat, diese Verdunklungen hier, die sind halt auch so billig. Und bei einem Auto von einer halben Mille, ne, da erwarte ich halt auch eigentlich bessere, hochwertige Komponenten. Also den Maxvan, den würde ich in so ein Auto niemals einbauen, weil der ist einfach viel zu billig, Plastik, laut. Ne? Gerade wenn du hier schläfst, es regnet, du hörst die ganzen Tropfen auf dem Dach, würde mich total nerven. Ne? Auch, also es gibt so ein paar Details, ich muss es nochmal drehen, die finde ich jetzt schon... Ich meine, klar, was bemerkenswert ist, müssen wir auch sagen, die sind 17.000 Kilometer von China hierher gekommen. Da hast du natürlich schon mal ein paar Gebrauchsspuren, das ist auch normal. Sollte auch so sein, ne? Aber ja, weiß nicht.
Guck mal, hier hast du noch einen fetten Ausziehschrank. Muss man von der Seite gucken. Ja. Das ist ganz nice. Aber ich habe auch gerade überlegt, wo kommen denn die ganzen Klamotten eigentlich hin? Ah ja, okay. Das ist jetzt ein Schrank, du hast hier Oberschränke, aber das ist eher so Küchenbereich. Ja. Und hinten, Guck mal hier. Haben sie keine Kante drauf, sondern sie haben lackiert, aber nicht gut. Nicht gut. Ich weiß auch nicht, wie schnell die jetzt natürlich mit diesem Fahrzeug extra für die Messe fertig werden mussten. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Das ist ja theoretisch, würde ich sagen, Prototypenstatus. Also die werden vermeintlich noch nicht so viel von gebaut haben. Aber hier. Jetzt? Ich dachte, es wäre Vogelzwitschern, aber es ist der Maxvan. Das ist leider der Lass uns mal ganz kurz leise sein. Jetzt ist er auch leise, ne? Wenn wir nicht, aber gut, man hört das Fiepen und Quietschen hier. Ja. Hast du übrigens gesehen, das hier ist noch so ein Ausziehbett. Also ich glaube, du kannst hier noch ein richtiges Doppelbett draus machen. Das weiß ich gar nicht, aber die Genialität da ist ja, dass der Tisch, ja nee, das ist der Tisch. Bist du sicher? Ja. Da ist eine Schublade drunter und da ist der Tisch versteckt. Das ist ein Auszug, wo der Tisch dann drauf steht. Aber ist ein bisschen, ich kriege ihn jetzt gerade nicht raus. Nee? Du traust dich auch immer nicht so, nee, ne? Ich will auch nichts kaputt machen. Und ja, genau. Aber die haben halt natürlich, das ist ja immer so ein Thema, wie gehst du bei so einer Sofalösung mit dem Tisch um? Ich hätte gedacht, man kann das noch umklappen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre natürlich schön, ne? Ja. Aber soweit ich weiß, ist da eine relativ geniale Tischlösung drin. Ich kann dir ja mal die Kamera geben und das mal selber ausprobieren. Ja, mach du es kaputt lieber. Okay, also, ich will es auch nicht kaputt machen, du hast schon recht. Ist schwer, ne? Ja. Nee, dann lass. Nee, man will gar nicht, ne? Es fühlt sich, also, nee, gib mal her. Das Ding ist jetzt schon, glaube ich, kaputt. Das ist das Problem. Oh. Der hängt schon nicht mehr da, wo er hängen sollte. Hier, ihr seht, der ist jetzt hier schon aus der Arretierung raus. Na gut. Ja, okay, da haben schon zu viele Leute dran rumgefummelt, die nicht dran rumfummeln sollten. Oh, jetzt hört man das Fiepen aber sehr gut hier. Aber guck dir mal hier diesen riesen Kühlschrank an. Setford. Ja. Was sagst du? Groß genug? Ist wie ein normaler Kühlschrank, ne? Es ist ein relativ kleiner Kühlschrank, ehrlich gesagt. Ne? So, aber... Dadurch, dass die Mikrowelle da drüber ist, weil das kommt ja wieder drauf an, du reist ja hier dann in der Theorie mindestens mit 4 Leuten. Ja. Und wenn du hier so viel Wasser und Strom an Bord hast, kannst du ja autark sein, dann müsste eigentlich auch der Kühlschrank größer sein, finde ich. Oder? No. Genau. Aber gut, man hätte natürlich einfach das Gerät, ich weiß jetzt nicht, wie die Höhe ist, aber theoretisch hier auf so eine riesen Box verzichten können und dann lieber hier nochmal dann entsprechend Mikrowellengrill rüberhängen können. Das wäre vermutlich ein bisschen besser gewesen und hier einen etwas größeren Kühlschrank, damit du halt auch ein bisschen länger unterwegs sein kannst, ne? Weil kühlen muss man ja immer und darunter ist nochmal eine Gefrierschublade oder Kühlschublade. Ich weiß es gerade nicht, sieht nach aufgetauter Gefrierschublade auf, aber Schublade ist natürlich im Wohnmobil, finde ich, sehr, sehr praktisch. Ja, und das ist auch natürlich ganz gemütlich hier oben, ne? Der zweite Schlafbereich. Ja. Die Leiter versteckt sich hier. Na, die kann man dann ausziehen. Ach was. Und umklappen. Das ist eigentlich auch sehr, sehr schön gelöst. Okay, die ist hier unten aufgehängt. Die musst du hier rausdrücken und dann kannst du sie rausziehen. Ah, ja, das ist gut. Dann steht da nichts im Weg. Man muss es nicht irgendwo nachher wieder drauflegen. Ja, ganz genau. Sehr cool. Ich packe die mal wieder rein. Hier sind auch überall wieder die Ausströmer, die zusätzlichen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ne? Und grundsätzlich finde ich es sehr, sehr schade, und man hat es bei noch keinem einzigen Messevideo gesehen oder in Live gesehen, die Funktion der Slide-Outs, die war bis dato immer nicht dabei. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist ein Schuhfach. Ja. Und zwar da, wo es hingehört, an Eingang. Das stimmt. Ja. Ist ja auch so ein bisschen asiatische Mentalität, ne? Schuhe ausziehen. Grundsätzlich Wohnraum nicht mit Schuhen zu betreten. Ja. Aber sollte natürlich grundsätzlich in jedem Wohnmobil eigentlich Mentalität sein, weil du willst natürlich auch den Dreck nicht mit reinschleppen. Okay, das ist ein bisschen mondän, ne? Ja. Also so viel Platz hier. Stimmt. Aber wahrscheinlich kannst du auch alles andere dann hier reinbauen. Ja, gut, aber den Champagner, ne, den musst du natürlich ja auch immer kalt haben und die entsprechenden Und kannst Gläser dann hier auch haben. schon durchs Glas gucken. Und Genau. okay, ja, kleine Spielerei. Das ist
Guck mal, hier hält er, also da funktioniert es noch, aber die hier, ne, die hätten natürlich auf jeden Fall wertiger sein müssen und können. Gerade bei der Preisklasse. Hier, okay, jetzt, man merkt es schon, der hält nicht. Guck mal, hält ganz schwer, ne? Wenn ich habe noch was anderes gefunden. Nur ein bisschen drauf drücke. Guck mal, hier die Waschmaschine. Ja. Ist schon Wäsche drin? Nee, also ist auch noch nicht, also ist auch sehr, sehr klein. Also die große Wäsche kannst du hier nicht machen. Ja. Und ich würde mal sagen, wenn du hier mit 3, 4 Leuten bist, musst du das täglich anschmeißen. Ja, okay. Aber was sagt denn Firma Pössl eigentlich zu so einem Auto? Seid ihr ein bisschen neidisch, was die hier abgeliefert haben? Oder sagt ihr, das ist geil? Das ist sehr interessant. Ja. Ist es interessant oder? Ja, es geht doch am europäischen Markt vorbei, denke ich. Wieso? Für den Preis. Ja, der Preis ist ein bisschen, aber wir haben uns schon gefragt, weil ursprünglich letztes Jahr wurden die Preise ein bisschen anders kommuniziert. Liegt es jetzt an La Marca? Liegt es am vielleicht Strafzoll, den man hat? Oder woran könnte sowas liegen? So, hast du hier vorne schon mal reingeguckt? Ja. Guck mal, hier ist das Laminat. Leider auch ein bisschen wellig, ne? Ja, das stimmt. Aber gut, darunter ist halt auch die Klimaanlage. Ich weiß gar nicht, ob die da was für können, ne? Weil hier siehst du ein bisschen die Bedienpanels. Ja. Aber Technikzugang hast du nicht irgendwo gesehen, ne? Wie in dem anderen Auto. Der war sehr, sehr praktisch, genau auf der Seite gelöst. Da konnte man ja direkt hier an die Technik ran. Ja. Wie ist das eigentlich hier mit denen? Hier halten sie ein bisschen besser. Ich sehe gerade, mein Bild kommt immer gar nicht so richtig hinterher, weil ich mich zu schnell bewege. Hier halten sie besser. Da sind die Klappen ein bisschen größer. Also von der Dimensionierung passen die Scharniere nicht hier, leider. Kleinigkeit. Aber es sind innovative Lösungen hier mit bei. Dinge, die mal andere anders machen. Aber was mich tierisch nerven würde, schon nach der ersten Woche, ist dieses Gefiepe hier von dem Max-Van. Das ist echt nervig. Ja, geht gar nicht. Das ist so wie der, den wir zu Hause hatten. Ja, in unserem Bus. Und auch zu Hause, weißt du, der super still sein sollte, damit du den nachts laufen lassen kannst. Das stimmt. Und das ging nicht. Da hast du recht. Ne? Ja, aber grundsätzlich, was sie hier natürlich wieder schlau gemacht haben, ist, dass sie gleich 2 verbaut haben, weil die Dinger können Zu- und Abluft und dann kannst du halt auf der einen Seite... Übrigens, das muss ja schon wirklich für den europäischen Markt konzipiert sein, weil hier ist die Küche innen. Das ist die europäische Variante, genau, den haben sie dafür extra gebaut. Aber wir haben ja gelernt, ne? Also wenn du da keine Küchenzeile hast, dann ist es eher für den asiatischen Markt, weil die alle draußen kochen, weil es sonst so stinkt im Auto, ne? Mit den ganzen Gewürzen und Öl und so, und die wollen gar nicht drin kochen. Genau, weil natürlich, und da denkt man nicht, die frittieren extrem viel und dieses ganze Frittierfett hast du dann überall im Auto. Und Gerüche, Chili. Ne? Da bräuchtest du halt eine richtig geile Absauge, ja. Und die haben sie halt nicht. Ne? Ja, also hier gibt es keine Geruchsabsaugung. Das wäre natürlich auch nochmal, jetzt ist hier so viel Technik verbaut, warum hier nicht nochmal einen kleinen Lüfter? Ich kann euch sagen, warum, weil hier unter nochmal ein Fernseher versteckt ist. Also den kann ich hier runterlassen. Das wollen wir jetzt mal gar nicht machen. Wir können hier mal heimlich hier drauf drücken. Aber ich glaube, wollen wir nicht. Was auch ein bisschen irritierend ist. Haben wir vielleicht auch schon heimlich ausgeschaltet, weil so viele machen wollen. Was auch ein bisschen irritierend ist, ne, dann hast du ein Auto von einer halben Mille. Und guck mal, wie viel Fernbedienungen hier die rumliegen haben. Ne? Du meinst, wie fehlt das Smart? Aber hier ist ein Bedienpanel. Ja. Und das scheint, als wenn du hier ziemlich viel auch darüber einstellen kannst. Ja, das wäre natürlich super, wenn die das Klimagerät und hier die Lüfter, die Max-Van und so mit ansteuern könnten. Du kannst hier die Heizung, den Belüftung, Cold Air steht hier, Heat Air. Du hast hier Lichtbedienung. Wasserstand kannst du dir angucken. Das sieht nach Strom aus. Und hier kannst du noch ein bisschen allgemeine Einstellungen machen. Fairerweise muss man wahrscheinlich sagen, es ist ja in der Tat halt ein Prototyp, der hier für den Caravan-Salon entwickelt wurde, um mal zu zeigen, in welche Richtung könnten europäische Fahrzeuge gehen. Ne? Von der Entwicklung nicht nur im Preissegment halt einfach europäisch veranlagt, sondern
Ja, auch von der Küchenzeile und vom Dekor so ein bisschen europäischer. Und vielleicht werden die demnächst bei den nächsten Fahrzeugen genau das halt auch nochmal integrieren, dass du dann halt alles smart steuern kannst und nicht hier nochmal ein paar Fernbedienungen rumfliegen hast. Und ich nehme mal ganz schwer an, dass dann der Max-Van auch rausfliegen wird, weil den kannst du halt nicht smart steuern. Ne? Der hat halt nur seine eigene Fernbedienung. Ja. Aber das wäre schon cool, wenn du da ein Bedienpanel hast und sagst, komm, Da mach läuft dann mal alles drüber. ordentlich Durchzug hier. Ja. Dann hat sich die Nummer auch, ne? Ja, was mir halt richtig gut gefällt, ist die Raumgröße aufgrund dieser Slideouts. Ne? Du bekommst einen komplett anderen Fahrzeugeindruck innen, als er von außen ist. Ne? Also dadurch, dass du die Möglichkeit hast, den Raum so zu erweitern, ist der Eindruck innen einfach wirklich bombastisch. Ne? Du wirst dir hier nicht im Weg stehen, du wirst hier genug Ausweichfläche haben. Ich finde das hier auch sehr, sehr schön mit dem Bad gelöst, ne? Dass du halt auch nochmal Klo und Dusche hast. Da musst du nicht unbedingt in die Pfütze reinsteigen, wenn einer vorher geduscht hat und du musst trotzdem aufs Klo. Das ist sehr, sehr gut gelöst. Dass du hier diese raumtrennende Tür hast, ne? Zumachen kannst. Wäre ja natürlich jetzt richtig schön gewesen, wenn du sie komplett geschlossen hättest, weil wenn du mal siehst, oben und unten ist natürlich immer noch so ein bisschen Luft. Also da kommt noch ein bisschen Lärm und Licht und so rüber dann in die Schlafkabine. Aber das ist schon eine coole Lösung. Ist jetzt aber natürlich auch nicht Raketenwissenschaft. Das haben andere auch schon gezeigt. Von den Materialien gefällt es mir ganz gut. Von der Verarbeitung ja, könnte ein bisschen besser sein. Von den Beschlägen, die sind schlecht. Die sind falsch dimensioniert. Ne? Also muss man wirklich sagen, das funktioniert nicht. Bei den kleinen Klappen eher als bei den großen Klappen. Sie haben halt nur sowohl als auch genommen. Ich finde, ja, da muss ich immer meckern. Ne? Ich finde grundsätzlich diese Wohnmobilbeschläge immer fragwürdig. Auch so natürlich so ein bisschen aufgrund des Gewichts werden die halt billiger produziert. Ja, die Schubläden sind von Hefle. Da kann man nicht unbedingt meckern. Das ist halt natürlich... Tischler werden sich auskennen, ne, schon eine etwas wertige Marke, aber von der Verarbeitung habt ihr es gesehen, das ist hier hinten, da fehlt so ein bisschen was. Zumindest in dem Preissegment dürfte dann halt hier hinten so eine offene Fuge und so, das darf halt eigentlich nicht sein. Ne? Oder diese Geschichte, das sieht jetzt natürlich der Endverbraucher nicht unbedingt, aber dass du das Laminat auf die Platte machst und die Kante anschließend drüber machst, kann halt den Nachteil haben, dass die hier mal so ein Laminat dann wegplatzt, weil die Kante die Laminatschicht nicht schützt. Aber ja, ich würde es mir nicht kaufen, vom Budget so. Es ist halt einfach völlig überdimensioniert, was den Preis angeht, würde ich sagen. Da kriegst du halt einen Phoenix, einen geilen, hochwertigen Wagen, so, ne? Ja. Oder irgendwie 3 Einfamilienhäuser in Dänemark. mit Farm, mit allem drum und dran. Ja, also Okay. das ist halt jenseits von Gut und Böse. Und ja, mich würde halt interessieren, wie diese Preise entstanden sind, weil, wie gesagt, würde mich letztes auch Mal interessieren. auf dem Caravansalon wurden andere Preise Da stand aber auch noch nicht kommuniziert. so ein. So einer stand da, Ne? die Die standen europäische hier Version nicht. stand nicht, aber es wurde halt anderes kommuniziert und Ja. das würde mich mal interessieren. Lass uns doch noch mal draußen an gucken, La was Marca liegt, oder? Preis und so angeht. Und Ja. vielleicht finden wir auch noch mal, wo die Technik versteckt ist. Genau. 7 Tonnen. 7. Genau, und dann ist die Frage, also das mit dem Carbon erschließt sich mir nicht bei 7 Tonnen, dass du dann halt 300 Kilo sparst. Ich meine, gut, am Ende ist Gewicht natürlich immer ein Thema, gar Ja. keine Frage. Aber also da würde jetzt für mich natürlich so ein bisschen der Nachhaltigkeitsaspekt eher im Vordergrund stehen. Carbon ist jetzt halt nicht das umweltfreundlichste Produkt, ne? Und du kriegst es halt auch relativ schwierig, glaube ich, wieder von der Welt runter. Ja, Und dann guck mal hier. Solar. so Solar, man sieht es da hinten, haben sie auch ein Spiel gesetzt mit 1800 Watt, ist natürlich geil. Also einfach nur Aber geil. wenn du die ganzen Geräte da drin auch siehst, ne? Waschmaschine, ein Kühlschrank, ein Kühlfach, eine Mikrowelle, die ganze Beleuchtung. Okay, die frisst wahrscheinlich nicht so viel Ja. Strom. Ja, allein ja Aber heizen, dann heizen und kühlen heizen über Strom. und Ne? Also kühlen. das ist Ich ja, weiß nicht, wie es hier mit dem System gelöst ist. Das auch so ein Kreislaufsystem ist. Wie in dem anderen Van. Da spart man noch ein bisschen ein, aber ich glaube, der ist ganz schön
energieintensiv. Ja, und ich glaube, wenn das Ding jetzt, ich sag mal, die Hälfte kosten würde, ne, dann wäre das schon eine Kampfansage. Und dann ist das natürlich auch ein Produkt, wo man sagen würde, okay. Du, mal was ganz anderes, ne? Ich habe vorne im Fahrerhaus habe ich 2 Sitze, ja, zum Anschnallen und hinten aber gar nichts mehr. Und du hast, hier steht 4 Schlafplätze plus einen. Das heißt, da können 2 Leute dann regulär mitfahren? Ja, die Zielgruppe ist halt ein Rentnerpaar, die ihre 3 Einfamilienhäuser verkauft haben, um genug Geld zu haben, um sich so ein Ding dann zu kaufen. Das bitte? Und dann mit so einem Ding, ich hätte beinahe gesagt, durch China reisen. Wenn sie reinkommen. Wenn sie reinkommen würden. Ja, okay. Ja, nein, das ist Krass. ja, ich glaube, ich vermute mal, das ist halt einfach mal. So ein bisschen zeigen, was man kann. Und das vermisse ich natürlich. Und jetzt muss ich alle Kritik mal ganz kurz, vielleicht mit dem letzten Satz wegwischen, den ich hier hatte. Ich finde es geil, dass ein Unternehmen einfach mal was zeigt, was wagt, es anders macht. Mit irgendwie einem Carbon-Auto, was halt so keiner auf der Messe macht. Mit halt einfach den Slide-Outs, was halt auch wenige so in der Art und Weise machen. Mit halt so viel Technik verbauen, was halt fast keiner macht. Eine Waschmaschine einzubauen, Ja, Mikrowellengrill einzubauen. Also allein das ist ja das, was ich bei allen anderen immer so kritisiere. Deswegen muss ich mal ein großes Lob da lassen. Unabhängig davon, wie das jetzt aussieht. Vom Preis her Ja. und vom Gewicht und allem. So, ne? genau. Aber man sieht, man hat ja einfach mal sich mal getraut. Beziehungsweise, wir haben ja auch erfahren, dass der Chinese gerne so reist. Ja? Der nimmt einfach alles mit. Es soll so sein wie zu Hause. Und wenn du da reingehst, dann fühlt es sich auch genauso an. Ja? Genau. Also es hat mit dem Campingverständnis, so wie wir das hier vielleicht kennen und lieben und bevorzugen, nicht so viel zu tun, aber vielleicht entwickelt es sich ja dahin. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, nur als Beispiel, du fährst mit dem Ding unsere Tour durch Schottland. Das ist gar nicht dann möglich. brauchst du eigentlich nicht aussteigen. Nee, aber das ist auch eigentlich nicht möglich, weil allein diese Zugänge zu den Campingplätzen und so, dann stelle ich mir vor, da kommt dann so ein Ding an. Ja, weiß ich nicht. Die Zielgruppe ist halt ganz spannend. Da stehen auch größere. Ja, ne? aber die Zielgruppe wäre halt spannend, wer kauft so ein Ding und... Also die Zielgruppe ist eigentlich jemand, der freistehen möchte und autark sein will. Und da haben wir jetzt gelernt, ja, durch die ganzen Reisen, die wir durch Europa gemacht haben, dass es einfach nur in ganz wenigen Ländern tatsächlich auch noch möglich ist. Und, wenn du nicht als Sales-Camper unterwegs bist, und das ist das hier nicht. Und ne? wenn du dann auf einen Campingplatz fährst, dann kannst du dort natürlich alle Annehmlichkeiten, duschen, waschen, trocknen, kannst du da alles benutzen und brauchst das theoretisch ja nicht in deinem Auto. Ja. Und es ist jetzt auch kein Auto, mit dem du irgendwie nach Afrika fährst. Das ist ne? jetzt nicht ein Offroader. Nee, würde ich auch nicht sagen. Nee, also nee. dafür würdest du es dann auch nicht nutzen. Ja. Ja, also vielleicht in China. Und da kann man nur echt hoffen, dass sich ja irgendwie da so die Situation mal ändert und sich das Land öffnet für Wohnmobile. Fürs Reisen, oder? Die Chinesen selber reisen dort, aber Ja, gut. wir ja. noch nicht. Nee, wir leider nicht. Ne? Ja. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, das war ein bisschen chaotischer als sonst das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht auch ein bisschen kritischer als sonst, aber ich muss auch einfach fairerweise sagen, und dann ist es auch mein letzter Satz, ne? Den da hinten, unter 6 Meter, das finde ich ein absoluter Kracher. Ja, ist cool. Über den Preis lässt sich streiten. Wenn das immer noch die Kampfansage gewesen wäre wie letztes Jahr, hätte man gesagt, wow, what, geil, das will ich unbedingt haben. Alle anderen bitte einpacken. Genau. So ist es jetzt wieder ein anderes Tennis, aber ganz klar, das ist, haben wir jetzt mal gefilmt, ist es auch nicht unser Auto. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, ne? Wackelt nicht so sehr mit den Ohren, wenn ihr den Preis hört und seht. Ist halt so, ne? Man kann auch mal auftrumpfen und ich glaube, wenn du so ein Mobil von einem anderen Hersteller, was weiß ich hier, von einem der großen europäischen Hersteller hättest, würde es das gleiche kosten, weil es ein Prototyp. In diesem Sinne, macht's gut.